Wettkampftage der SA in Prag. Mit klingendem Spiel marschieren Abteilungen des Reichsarbeitsdienstes durch die Straßen. Eine Einheit der SA-Standarte Feldherrnhalle Prag. Im Zeltlager, die junge Mannschaft zeigt wehrsportliche Übungen. Hindernislauf. Das Gewehr wird mitgeführt. Leichtathletische Wettkämpfe im Stadion. Beim Staffellauf werden statt der sonst üblichen Stafetten Ringe übergeben. Einmarsch zur Baumstammgymnastik. Diese Übungen werden vom Reichsarbeitsdienst besonders gepflegt. Sie kräftigen alle Muskeln und führen zu vollendeter Körperbeherrschung. Rumänische Jugend bei Spiel und Sport. Solche Übungen verlangen Mut und Gewandtheit. Schwimmsport rumänischer Mädchen. Bei den rhythmischen Tanzübungen zeigen die jungen Rumäninnen Anmut, Schönheit und beschwingte Lebensfreude. Zweiter Reichswettkampf der Fliegerhitlerjugend. Der Reichsjugendführer spricht zum Nachwuchs unserer Luftwaffe. Einsteigen zum Wettkampf. Es ist soweit. Das Schleppseil wird eingeklinkt. Wie ein Drachen wird das Segelflugzeug von der Schleppwinde in die Lüfte gezogen. Dann wird das Seil ausgeklinkt. Generalmajor Galland freut sich über den Schneid seiner jungen Fliegerkameraden. Er hat selbst einmal als Segelflieger angefangen. Bei dem Wettkampf kommt es darauf an, nach dem Ausklinken einen vollen Kreis zu fliegen, 2 Wendemarken zu umfliegen und das Flugzeug unmittelbar am Zielband zu landen. Die Landung war gut, aber das Überschreiten des Zielbandes kostet Minuspunkte. Alle 2 Minuten landet ein Segelflugzeug. Generaloberst Keller, der Korpsführer des Nationalsozialistischen Fliegerkorps. Der Beste von allen, der 17-jährige Hitlerjunge Karl Seitz vom Gebiet Kurhessen. Für unsere Kriegsgefangenen und Zivilinternierten werden von den Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes Pakete zurechtgemacht. Keiner, dessen Anschrift dem Deutschen Roten Kreuz bereits bekannt ist, wird vergessen. Neben den Namen unbekannter Soldaten taucht ab und zu auch ein berühmter Name auf. Hier eine Buchsendung für Korvettenkapitän Kretschmer in Kanada.
Diese Sendung ist für Hauptmann Viktor Mölders, einen Bruder des unvergessenen Fliegerhelden. Die Heimat versorgt ihre Kriegsgefangenen und Zivilinternierten mit Süßigkeiten und mit Tabak. Musikinstrumente und Brettspiele für die Gefangenenlager. Lebensmittel. Alles wird sorgfältig verpackt, registriert und zum Versand weitergegeben. Sammelsendungen sind an die Vertrauensmänner der einzelnen Lager gerichtet. Die Ankunft dieser Heimatgrüße im Lager wird vom Vertrauensmann an das Deutsche Rote Kreuz bestätigt. Die weite Reise in die Welt beginnt. Manchmal dauert sie 2 bis 3 Monate. Jeden Monat gehen neue Sendungen ab. Sie sind ein Zeichen der starken Verbundenheit zwischen der Heimat und ihren Angehörigen in Feindesland. Kampf gegen die Malaria. Im Tropenmedizinischen Institut der Militärärztlichen Akademie werden die wissenschaftlichen Grundlagen für diesen Kampf um die Gesundheit unserer Soldaten erarbeitet. Kanarienvögel als Versuchstiere. Überträger der Malaria ist eine Stechmücke, die auch unter dem wissenschaftlichen Namen Anopheles bekannt ist. Im Laboratorium werden diese Mücken in Massen gezüchtet. Eier und Larven der Malariamücke. Die gewonnenen Kampfmittel gegen den Überträger der Krankheit werden an den Brutstätten der Mücken eingesetzt. Die Wasseroberfläche wird mit solchen Mitteln überstäubt, um die Entstehung der Brut zu verhindern. Im Sumpfgebiet des Kuban wird die Bekämpfung der Malaria in großem Stil durchgeführt. In Trommeln werden mückenvernichtende Pulver gemischt. Von Flugzeugen aus werden sie über weite Gebiete ausgestreut. Von der Landwirtschaft in der Ukraine. Ernte in den Obstplantagen. Die Früchte werden sorgfältig abgenommen. Berge von Aprikosen. Ein großer Teil wird zu Marmelade verarbeitet. In Obsttrockenöfen werden große Mengen der Früchte durch Eintrocknen haltbar gemacht. Viehzucht auf einem Mustergut. Auch das Federvieh wächst in großen Mengen heran.
bei unseren Soldaten in Norwegen. Heute ist Waschtag. Die Vierbeiner lassen die Säuberungsaktion mit gemischten Gefühlen über sich ergehen. Der Hauptfeldwebel zeigt, dass man auch an ein schmutziges Hemd mit Energie herangehen muss. Diese Art von Uniformwäsche stand zunächst nicht auf dem Dienstplan. Die an der Front südlich des Ladogasees immer wieder erneuerten Angriffe des Feindes wurden von unseren Truppen in wechselvollen, harten Kämpfen abgewehrt. Die Landschaft dieses Kampfraumes mit ihren zerfetzten Bäumen zeugt von dem erbitterten Ringen. Von beiden Seiten wurde die Artillerie bis zum stärksten Trommelfeuer eingesetzt. Unsere Grenadiere werden von schweren Panzern unterstützt. Den anstürmenden Bolschewisten werden immer wieder schwerste Verluste zugefügt. Unter heftigem feindlichen Feuer wird ein Verwundeter von seinen Kameraden geborgen. Auf dem Hauptverbandplatz wird ihm die erste ärztliche Hilfe zuteil. Dann geht es auf dem schnellsten Wege zum Feldlazarett. Transport auf einer Motordressine. Starke Kampfeinheiten der deutschen Luftwaffe unterstützen unsere hart kämpfenden Soldaten im Kampfraum Bjelgorod. Die schweren Verluste, die unsere Luftwaffe dem Feind zufügt, erleichtern den Kampf unserer Truppen. Der Motor setzt aus. Die Maschine erreicht trotzdem wieder ihren Heimathafen. Nach der Rückkehr zum Feldflughafen kann die Besatzung einer der eingesetzten Maschinen ihren 600. Feindflug feiern. Bei unseren Truppen im heiß umkämpften Raum von Orel.
im Morgengrauen zwischen zwei Gefechten. Diese Soldaten haben ungezählte Massenangriffe der Bolschewisten erfolgreich abgewehrt und dem Feind sehr hohe Verluste an Menschen und Material zugefügt. Morgenkaffee. Aufbruch der Panzer zu neuem Einsatz. Sowjetflieger greifen an. Sie werden von unseren schweren und leichten Abwehrwaffen bekämpft. Ein Reinwurf. Volle Deckung! Abschuss! Einige von den vielen tausend Flugzeugen, die die Bolschewisten bei ihrem rücksichtslosen Masseneinsatz einbüßten. Schwere deutsche Waffen im Einsatz. Sie setzen den Durchbruchsversuchen des Feindes einen unüberwindlichen Wall entgegen. Ritterkreuzträger Hauptmann Mangold. Panzerjäger bei der Abwehr bolschewistischer Panzerangriffe. Diese Soldaten haben einen örtlichen Einbruch des Feindes durch Gegenstoß bereinigt. Der schönste Lohn für den Soldaten ist die Auszeichnung durch den Führer. Rittmeister Später erhält das Ritterkreuz. An allen Abschnitten der Ostfront bezahlt der Feind seinen Ansturm gegen die Verteidiger Europas mit schweren Verlusten.